Welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren feuchtfröhlichen Folge Greedfall. Nun gut, Leute, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich sollte jetzt hier Richtung Hafenviertel laufen, um diese Handelswaren der Groschengarde irgendwie aufs Schiff zu bekommen. Auf legalen oder illegalen Wege. Jetzt schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, indem wir hier vielleicht diesen Hafenmeister da bezirzen, dass wir diese Ware auf das Schiff bekommen. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd been best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sardet, the prince's niece. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Constantine d'Orsay, future governor of Tir-Freddy. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Okay. Jonas ist weg, wir brauchen Jonas. Okay. Brauchen wir erstmal ein paar Infos. Okay, wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Bekanntschaften Does hier? the boy know anyone in Serene? Other than fellow Norts, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Wer sind seine engsten This Freunde? Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Laura. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Okay, da können wir schon mal ein bisschen ermitteln. Dann fragen wir gleich mal nach den Ketzern. Have you seen Das haben wir anyone ja auch. wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Kann ich ihm trauen oder kann ich ihm nicht trauen? Na, ich bin jetzt mal ehrlich. A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Ptolemy has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We of course refused entry. Only the Norts have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Okay, das hat ja schon mal gut funktioniert. So, jetzt eigentlich, warum wir überhaupt hier angekommen sind. Hilfe mit den Gütern. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible.
You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates, after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten it into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tyrfredi. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and noted on the manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbour Master's office. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Schön, dass alles das vor Vasco besprecht. Hier, dass wir die Dokumente fälschen und so weiter, ne? Hat er auch gar nicht mitgekriegt, ne? So, nun gut. Was machen wir denn jetzt im Grunde als nächstes? Das war jetzt doch wieder viel auf einmal. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen mal Richtung Lagerhaus, wo wir die Dokumente fälschen könnten. Von anderen Fraktionen kontrollierte Zonen. Diese Zone steht unter der Kontrolle einer anderen Fraktion. Dir ist der Zutritt zu bestimmten Bereichen verboten. Mit einem Kostüm der Fraktion kannst du die Wachen täuschen. Du kannst außerdem versuchen zu schleichen, doch wenn eine Wache dich entdeckt, kann dies eine gewaltsamere Reaktion provozieren und dein Ruf bei dieser Fraktion schaden. Ja gut, das möchte ich ja im Grunde erstmal nicht. Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. Ja, okay, entweder einen unauffälligeren Eingang wählen, ne, und dann versuchen mit Schleichen zu arbeiten. Aber ich glaube, das wird ein bisschen difficult. Hier kommen wir nicht rein. If you wore a Naut uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in, unless we just offered them a drink. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. I'll just need to find the proper ingredients. But it's doable. Ja, das könnten wir natürlich auch machen. Wir machen einen Matrosen schläfrig und dann klauen wir seine Kutte. Eigentlich gar keine schlechte Idee, nur... Wo mixe ich den Shit? Wo mixe ich den Shit? So, da muss ich auch rein, zwecks... Das war diese andere Quest, ne? Befrage den Schleuser zu den Ketzern. Machen wir das mal aktiv hier. Treibe die Wachen. Okay, aber wir können ja da bestimmt hinten rein, oder? Easy. Schon witzig, dass hier hinten keiner steht und den Eingang bewacht, ne? Können wir jetzt einfach hier so reinlatschen, so... Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Naut. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They are trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are.
How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your 2 Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Naja, an sich Deal ist Deal, ne? Los, gibt es da nur ein Problem, mein Freund? I don't have the key. Richtig. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Und Schloss knacken kann ich leider nicht. Da bin ich zu falsch geskillt, von dem her danke für die Information und ich bin da mal raus hier. Sodala. Freie den Schleuser. Okay, das kann ich jetzt erstmal nicht machen. So, das mit dem Getränk würde ich jetzt wieder angehen wollen. Ich denke mal, dafür brauche ich dann so eine Art... Was weiß ich, Werkbank oder sowas? Hier, Werktisch. Bereite ein Getränk vor, in das du Schlaftabletten untermischst. Okay, dann machen wir das als nächstes. Dann machen wir jetzt mal einen auf Barkeeper und schauen, dass wir ein richtig cooles Getränk zusammen mixen. Das einen direkt ausnockt. Ja. Was brauche ich da eigentlich für Zutaten, ist die Frage. Ich denke mal, das werde ich dann gleich sehen, wenn ich an der Werkbank bin. So, wo war denn... Halt, stopp! Nicht am Blut vorbeirennen. Das ist wichtig. Ist so wichtig. Okay, hier drüben müsste der Werktisch sein. Hier. Werktisch verwenden. Der Werktisch. Das Handwerk ermöglicht es dir, deine Waffen und Rüstungen zu verbessern. Mit Hilfe von Wissenschaft kannst du Tränke und Fallen fertigen. Du brauchst Wissen, um den Werktisch verwenden zu können. Erhalt von Wissen. Verteile Punkte auf die Talente. Verwende bestimmte Ausrüstungsteile oder Gefährten, die dir einen Bonus gewähren können. Jeder Talentpunkt schaltet neue Rezepte frei. Du brauchst außerdem Zutaten. Okay, das ist jetzt natürlich nicht so cool. Restgegenstände. Versetztes Getränk. Schlaftrank. Dieses Getränk enthält ein starkes Schlafmittel. Wer es trinkt, fällt sofort in tiefen Schlaf. Okay, das brauchen wir. Aber ich habe halt nichts in der Wissenschaft, ne? Ich habe ja nichts geskillt. Aber ich brauche auf jeden Fall eine Schnapsflasche und Schlaftrank. Kohle habe ich momentan. Ich könnte mal zum Händler schauen. Schnapsflasche und Schlaftrank. Der war ja, glaube ich, auch hier gleich, ne? Hier war der Händler. Schauen wir mal, ob der das hat, was ich brauche. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Das heißt, wir kaufen das jetzt schon mal, weil ein bisschen Money habe ich ja. So, Schnapsflasche. Ach, kostet ja auch nichts hier. 4 Dollars. Das wird gekauft und einmal 16. Ja, das ist auch in Ordnung. Bisschen habe ich ja, ne? So, okay, dann haben wir jetzt im Grunde schon mal die Zutaten. Das nächste wäre, ich hatte mir eigentlich so einen Fähigkeitspunkt aufbewahrt. Aber ich glaube... Ja, shit. Das ist hier bei Attribute, glaube ich, gewesen, ne? Willenskraft. Wissenschafts hier. Mann, ich brauche unbedingt mehr Erfahrung. Ich kann das nicht lernen. Ich kann Fähigkeiten zurücksetzen, aber dafür brauche ich einen Kristall. Na gut, da komme ich jetzt erstmal nicht weiter, würde ich sagen. Ne? Da brauche ich halt wirklich ein bisschen Erfahrung. Dafür muss ich kämpfen. Das bedeutet jetzt in erster Linie, dass ich erstmal einen anderen Quest machen muss, weil so komme ich jetzt erstmal nicht weiter. So, den Schleuser kann ich auch nicht befreien. Mei, ich kann ja gar nichts machen hier. Ja, aber ich kann hier untersuche das Verschwinden des nautischen Novizen. Machen wir das mal, dann kriegen wir vielleicht ein bisschen Erfahrung, wenigstens für einen Punkt oder so. Dann kommen wir so langsam aber sicher weiter. Muss man mal schauen. So, wo muss ich denn da hin?
Muss ich wieder nach unten. Okay. Dann strahlen wir mal dahin, ne? Ich habe ja Zeit, das ist ja schön. Ich habe keinen Stress, keinen Druck. Kann ich auch noch mal ein bisschen looten hier. Aber ich würde halt schon gerne die ganzen Nebenquests machen, bevor wir hier ablegen. So. Hello? Komme ich hier einfach so rein? Oh, hier ist viel Zeug. Das Tagebuch des Schleusers. Ich habe 2 neue Kunden. Sie wollen nach Al-Sad reisen und die Inquisitoren sind ihnen auf den Fersen, was meine Arbeit nicht einfacher machen wird. Ich denke, ich kann sie unauffällig auf ein Schiff bringen, aber wir müssen vorsichtig sein. Und ich hoffe, dass sie geduldig und ruhig sein werden. Ich werde sie in einem Lagerhaus hinter dem Hafenamt verstecken, in das sich die Inquisitoren niemals hineinwagen werden. Okay, das wissen wir im Grunde schon. Ein Kaban. Der scheint gar nicht mal so schlecht zu sein, dieser Kaban. Ist ja besser als meiner, oder? Er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Qualität und Magieresistenz. Okay, sieht aber nicht so geil aus. Ja, komm, wir bleiben beim Kaban, hätte ich gesagt. Wir werden ja eh noch ein paar neue Sachen finden, dann können wir immer noch switchen. So, wer bist du denn? Good day. Claudia. Someone told me that you were a friend of Jonas, the young cabin boy who has gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Ich brauche Infos. Wann hast du das letzte Mal diesen Jonas gesehen? When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Why? I haven't the faintest idea. Nach seinen What Gewohnheiten does fragen? Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. 1 drink lasts him the whole night. Sehr sparsamer Junge, huh? Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Hatte er Do you Feinde? think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Im Kanal also. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Ja, das kann durchaus sein, dass der mal Admiral wird. I need to be going. Farewell. Okay, sie labert irgendwas von einem Kanal. Also würde ich mal sagen, suchen wir mal den anderen Dude. Den alten Säufer. Aber höchstwahrscheinlich müssen wir irgendwo in den Kanal laufen.
Laura. Laura. Lauro. Du alter Saufsack. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Was weiß er denn alles? Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Ja, okay, das verstehe ich. Aber ich glaub dir mal, mein Freund. Gehe nach dem Gemütszustand des Schiffsjungen Did Jonas seem fragen. troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Okay, er hatte irgendwelche krummen Dinge am Laufen, huh? Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Gut, das heißt, wir haben einen Zeugen. Thank you, Lauro. I need to be going. Strange story, this is. Something isn't right here. I can feel it. We need to lift the veil on this. Mann, Mann, Mann. In was ist Jonas da nur verwickelt, hä? Okay, wir müssen einmal zu dem Zeugen. Dann schauen wir mal, was der zu sagen hat. Aber ich freue mich schon auf die Prügelei mit denen. Den Entführern. Denn ich brauche Erfahrung. Ob ich den anderen Quest machen kann. Da muss ich rein, ne? Ja. So, guten Tag zusammen. Ein weiteres Mal. Fragen wir mal den Besitzer, was der so weiß. Geoffrey? Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? Nein, danke. Ich bin nicht durstig. I am looking for a Naut. A young cabin boy who has been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Ich brauche Infos zum Someone Zeugen. told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Anything else? Nee, need to danke, be damit off. bin ich bedient. Farewell. Goodbye. Okay, das heißt, wo ist der Spieler? Da drüben ist der Spieler. Der alte Schluckspecht. Na, quatsch mal nochmal mit dem hier. Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No, have no fear about that. It's for a different reason that I'm here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him.
Yes, that does ring a bell. I've played with the three of them. Die sehen hier alle so fertig aus, ha? Was ist während des Abends Tell geschehen? me what happened that evening. A rich merchant came in with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him, if that's what it was. They weren't particularly rough with him. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Mehr Infos. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, my lady, you're in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Tja, wir müssen ihm halt vertrauen, ne? Wir müssen auf die Spur kommen. Ich fühle mich hier gerade wie so ein Ermittler irgendwie. Wie so Sherlock Holmes oder sowas. Okay. Dann müssen wir jetzt zu einem reichen Händler. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt dann in der nächsten Folge. Das war jetzt eine sehr informative Folge, kann man sagen. Viel Gequatsche. Wenig getan letztendlich. Aber gut, es gehört halt dazu zum Spiel. Ich finde es bis jetzt ganz nice, wie gesagt. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was uns dann als nächstes erwartet. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle erstmal herzlich bei allen fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir mal eine kleine Bewertung da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen stressfreien und erfolgreichen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.